Moin Moin zu einem neuen Miniatur Wunderland Lockdown Update. Es geht im neuen Jahr genauso weiter, wie das alte aufgehört hat. Ist nun mal so, wir können es nicht ändern. Wir vermissen euch wahnsinnig, aber irgendwann ist dieser Scheiß zu Ende und bis dahin nutzen wir diese Zeit weiterhin. Wir haben nur noch wenige Sachen auf dem Zettel, damit das Wunderland so richtig schön glänzt. Und wir haben in dieser letzten Woche ganz viel neu gemacht, was toll zu sehen ist. Wir haben nämlich mit Gießharz die Wasserflächen erneuert und wir haben alle Druckknöpfe neu gemacht. Aber schaut am besten selbst. Ich stehe hier gerade im Harz, das ist einer der ältesten Bauabschnitte im Wunderland. Und im Zuge von der Anlagensanierung haben wir uns 3 Teilabschnitte vorgenommen, wo wir neues Wasser gießen. Weil diese Abschnitte sind schon sehr alt und das Gießharz ist relativ stark vergilbt und sieht unansehnlich aus. Und dafür müssen wir die alten Flächen erstmal anschleifen, neu kolorieren, gucken, ob irgendwo Risse sind, alles abdichten, damit uns das Gießharz nachher nicht unter die Anlage und auf die Elektronik läuft. Ja, dafür haben wir uns 3 Tage vorgenommen. Begonnen haben wir in Knuffing. Aktuell sind wir, wie gesagt, im Harz. Hinter mir seht ihr Henk, der koloriert gerade die Wasserflächen neu, damit das Ganze frisch aussieht, mit schönen, kräftigen blauen Farben. Und am 3. Tag wollen wir in den USA noch einen Teilbereich gießen. Als wir den Fußboden neu gemacht haben im 4. sowie zum Teil im 3. Stockwerk, mussten die Geländer angehoben werden. Und dabei ist uns aufgefallen, dass es irgendwie besser wäre, wenn man die Knöpfe nicht mehr im Geländer hat und auch das Kabel dann auf dem Boden nicht mehr hat. Dass wir uns Kisten bauen, die wir dann an die Anlagenkante setzen können, wo der Knopf dann drin montiert ist. Hat folgende Vorteile. Zum einen ist es, wenn der Staubsaugroboter unter der Anlage fährt, er hat kein Kabel mehr, wo er drüber wegfahren muss. Und zum anderen, wenn die Gäste nämlich am Geländer stehen, alle dicht an dicht, dann sieht man den Knopf nicht mehr, weil ich ja das Geländer mit meinem Bauch abdecke. Und so kann man immer sehen, wo Knöpfe sind, welche Knöpfe da sind und man kann sie auch immer drücken. Das hat auch den Vorteil als Mechaniker, wenn ich einen Knopf repariere und darauf drücken muss, muss ich nicht die Leute wegschieben und vor deren Bäuche irgendwie auf den Knopf drücken, sondern kann direkt am Geländer, an der Anlagenkante drücken. Wir haben alle Knöpfe umgebaut. Es sind ungefähr, ich schätze mal 200 Stück um und bei. Genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, weil ich einfach nur montiere. Wir werden alle identisch machen. Das heißt, wir haben einzelne Knöpfe. Wir haben aber auch die Dreierknöpfe, wie sie aus Venedig schon bekannt sind. Und wir haben zum Teil auch 6er, Tableaus nennen wir das, wie beispielsweise in Skandinavien an der Sprengung. Das ist also im Prinzip gleich geblieben, nur sind jetzt alle Knopfumhausungen identisch.
So, nachdem wir bei Stunde 6, 7 der Aushärtung des Epoxys angekommen sind, kommen unsere Wellenstempel zum Einsatz. Diese Wellenstempel machen wir selber. Wir haben einen Negativabdruck. Und bevor wir immer die Wasserflächen gestalten, machen wir uns mehrere Stempel fertig. Bedeutet, dass wir dann auf den frischen Epoxyflächen mit den Stempeln die Wellen reindrücken und gucken, was passiert. Leider hatten wir heute schon mal das Problem, dass wir eine Stelle hatten, die war ausgehärtet, aber das fällt gar nicht groß auf. Im Groben und Ganzen bin ich jetzt schon super zufrieden vom Ergebnis. Ja, wir haben eindeutig das Wunderland zu groß gebaut, dass wir überall diese Arbeitsbühnen brauchen, um über Kopf dann was zu reparieren. Aber wat Mut, dat Mut. Und wir sind auch für diese Woche fast fertig. Wir machen jetzt noch die Stempel auf die neuen Wasserflächen, damit das so richtig schön nach Wellen aussieht. Und dann ist wieder ein Teil richtig schön erneuert im Wunderland. An euch, wie immer die Message, versucht das Beste aus dem zu machen, was viele andere als schlecht empfinden. Das ist nur schön im Kopf positiv zu denken. Also kommt gut durch die nächste Zeit. Irgendwann wird alles besser. Und nächste Woche haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir begleiten nämlich mal den Erhaltungsbetrieb. Wir müssen die ganze Anlage mindestens einmal in der Woche hochfahren, damit nichts einrostet. Und was eigentlich eine bittere Wahrheit ist, macht vielen Leuten ganz schön viel Spaß.